Ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Artus, auch Arthur genannt. Ein mittelgroßer schwarzer Hund aus dem Shelter von Ludus in Rumänien. Die Tierärztin Andra des Shelters von Asipa in Suceava lebt und liebt ihren Beruf auch in ihrer Freizeit und hilft bei vielen Kassationskampagnen mit, unter anderem von Tax Sociale, der Tierärztinnengruppierung aus Cluj. Über sie habe ich vor einigen Monaten mal einen Artikel hier auf meinem Blog geschrieben. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Andra erzählte am 24.07.2021 von einem besonders tragischen Fall eines Hundes, den sie während einer Kassationskampagne im Shelter von Ludus sah. Zur Hintergrundgeschichte des Hundes konnte sie so viel sagen, dass jemand auf dem Lande ihm die Pfoten der Hinterläufe abgeschnitten und zum Sterben ausgesetzt hatte. Durch Zufall fand ihn jemand, so dass er in den Shelter von Ludus kam, was ihm das Leben rettete. Notdürftig verbundene Hinterläufe ohne Pfoten. Eine schreckliche Tat, wo es keine Antwort auf das Warum gibt. Ich überlegte nicht lange und nachdem Andra ihn vorgestellt hatte, bot ich an, dass ich versuchen will, dass er nach Deutschland kommt, sobald die Wunden genesen sind. Denn eines ist auch so klar: Ein kleiner, mittelgroßer oder großer schwarzer Hund hat wenig Vermittlungschancen aus einem Shelter. Und so wollte ich versuchen, wie damals bei Pedro, dass auch er eine Chance bekommt. Da er noch keinen Namen hatte, bekam er von mir den Namen Artus. Manchmal heißt er nun auch Arthur, aber beides ist gut. Artus wählte ich daher aufgrund der Sagengestalt und weil er ein Kämpfer und Held war. Artus, etwa 1 bis 2 Jahre alt, wurde vom Shelter in Ludus zur Tax Sociale nach Cluj gebracht für weitere Untersuchungen und lebt nun im Shelter von Asipa in Suceava. Dort können seine Wunden weiter verheilen, was aber eine lange, lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Seit dem ersten Moment hat mich Artus in den Bann gezogen und ich möchte ihm sehr gerne helfen, da es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist bei dem Kleinen. Okay, klein, er ist mittelgroß, aber für mich ist es ein kleiner. Der Kleine. Zunächst bestand die Überlegung, dass ihm ein Stück der Hinterläufe noch amputiert werden müsste, aber mittlerweile bestehen gute Chancen, dass man ohne Amputation auskommt. Hierfür wurde auch eine entsprechende orthopädische Tierarztpraxis konsultiert. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass er 2 Prothesen bekommt oder einen Rollwagen. Die Tendenz geht allerdings zu den Prothesen, was ich persönlich ideal fände. So wäre er noch weiter mobil und vor allem mobiler als mit einem Rollwagen. Siema. Arthur. Hey. Bravo. Um dies zu ermöglichen, hatte ich eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo bislang über 300 Euro zusammengekommen sind. Und was ich ein bisschen hoffe, kommt noch ein bisschen mehr dazu. Denn das ist für den Kleinen und für seine Genesung äußerst wichtig, dass auch da eine Unterstützung erfolgt. Wenn seine Wunden verheilt sind und er auch die Prothesen erhalten hat und damit gut umgehen kann, ist beabsichtigt, ihn nach Deutschland zu holen. Ich danke Andra und den anderen Mitgliedern von Asipa, Tax Sociale und allen, die täglich um das Leben und Gesundheit der Hunde und Katzen auf den Straßen kämpfen, von ganzem Herzen. Denn Hilfe vor Ort ist enorm wichtig, vor allem den Tieren, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Und für Artus wäre ich um jede Hilfe dankbar, denn er verdient sie. Genauso wie auch die anderen Tiere im Shelter von Asipa oder von Aka Louis Oscar oben in Siret im County Suceava oder die tierärztliche Praxisgemeinschaft von Tax Sociale, die sich auch sehr aufopfernd um die Tiere kümmern und vor allem ganz wichtig auch die Kassationskampagnen durchführen. Zu allen 3, zu Asipa, Aka Louis Oscar und Tax Sociale, findet ihr in der Videobeschreibung die entsprechenden Links. Und gerne könnt ihr auch auf meiner Webseite stöbern. Und wenn ihr helfen wollt, ob nun finanzieller Art oder über Sach- und Futterspenden, schaut einfach in die Videobeschreibung rein, da sind die entsprechenden Links. Oder wenn Fragen bestehen, einfach mich anschreiben und ich kann euch die entsprechenden Antworten auch geben. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Euer Tom von Onkel Toms Hundehütte und Streunerseelen.